Herzlich willkommen! In dem Video zeigen wir euch die Verarbeitung des Ofenbaumörtels Universal HKM. Ich bin der Daniel Reisinger und bin Ofensetzermeister. Mein Name ist Alexander Zahn und ich bin Entwickler für feuerfeste Mörtel und Betone hier an den Wolfshöher Tonwerken. Daniel, wofür verwendest du den Uni HKM? Der Universal HKM ist ein idealer Mörtel, wenn ich beim Ofenbau die keramischen Züge mache, also überall, wo hohe Temperaturen hinkommen, oder sei es auch im Feuerraum, da verbaue ich ihn gern zum Grundofen bauen, dafür ist er ideal. Alexander, was ist in dem Mörtel eigentlich alles drin? Der Universal HKM ist ein keramisch abbindender Mörtel und basiert auf unserer eigenen Schamotte, die wir hier produzieren. Okay, das heißt also, der ist ziemlich ähnlich wie der Schamottstein, nur eben als Mörtel. Richtig, er ist mit seiner Schwindung auch genau auf unsere Schamotte abgestimmt. Gut, dann würde ich den jetzt mal anrühren, dann sehen wir mal, wie das so vom Verhältnis ist. Ich habe hier eine gewisse Menge an Wasser vorbereitet und dementsprechend auch die dazu passende Menge an Mörtelpulver. Ich tue immer gerne als allererstes das Wasser in den Eimer rein und danach das Pulver. Hat den Vorteil, dass man das nicht unten am Eimer festklebt. Daniel, wie ist das jetzt? Kann ich den dann sofort verwenden? Also man kann ihn wirklich sofort verarbeiten. Ich habe aber aus Erfahrung gemerkt, dass wenn der 1-2 Tage steht, dann lässt der nochmal geschmeidiger, lässt sich viel besser verarbeiten. Und so ist er mir eigentlich ideal. Da ist er schön geschmeidig zum Verarbeiten. Ich kann die Steine gut miteinander zusammenmörteln. Und das machen wir jetzt einmal. Alexander, sollten wir jetzt hier nochmal mit Wasser den Stein vorfeuchten? Bei unserem HKM ist es nicht notwendig, es reicht vollkommen, wenn er staubfrei ist. Okay, dann mache ich als allererstes jetzt mal eine Kontaktschicht drauf. Weil das fördert da immer, dass es sich besser miteinander verbindet. Dann machen wir hier ein bisschen die Mörtelfuge drauf. Wie dick kann man den verarbeiten, den Mörtel? Dadurch, dass der HKM etwas grobkörniger konzipiert ist, eignet er sich hervorragend für Fugen von 3 bis 20 mm. Das ist ja ideal, wenn ihr also irgendwann mal was Dickeres, sagen wir mal, so Hohlkellen oder so ausschmieren muss, dann kann ich das mit dem Mörtel machen, oder? Gut. Ich setze jetzt die zwei zusammen und man sieht schon, die verbinden sich jetzt auch sehr gut miteinander, die zwei Schamottsteine. Man kann das gerne noch mal ein bisschen hin und her rutschen, aber wir werden so circa 5 Minuten haben, dann merke ich immer so, jetzt wird es dann fest, jetzt kann ich nicht mehr verrutschen. Richtig. Wie ist denn das von der Festigkeit im weiteren Verlauf? HKM trocknet bei Raumtemperatur an, entwickelt seine Endfestigkeit dann erst bei hohen Temperaturen aber. Und wie lange kann ich den Mörtel lagern? Als keramischer Mörtel kannst du den unbegrenzt lagern. Okay, und wenn ich den schon mal angerührt habe und habe den so im Mörtel drin, kann ich den dann die nächsten Tage auch noch verarbeiten? Richtig, den kannst du auch lange Zeit verarbeiten und gerne auch, wenn er antrocknet, immer mal wieder Wasser dazu. Je nachdem, die Konsistenz ist regelmäßig und wiederholt einstellbar. Ja, das ist also ein idealer Mörtel, kann ihn immer wieder aufrühren und mit dementsprechend auch für den Bereich, wo ich ihn gerade verarbeite, mit der Konsistenz machen, wo es mir am besten liegt. Korrekt. Okay, gut, dann hoffe ich, wir konnten euch heute das ein oder andere zu dem Universal HKM Mörtel sagen. Ich freue mich, wenn ihr noch weitere Videos von uns anschaut und ansonsten bis zum nächsten Mal.